ByteDance, die Entwickler von TikTok, haben ein neues Framework veröffentlicht für die Entwicklung von Apps, also Web-Apps, also Webseiten, aber auch Mobile-Apps für Android und iOS, alles mit demselben Code. Und da kennt ihr vielleicht schon ein paar, die das auch machen wollen. Xamarin war mal relativ beliebt und vor allem natürlich Flutter. Nur hat Flutter den großen Nachteil, man muss im Grunde genommen eine komplett neue Programmiersprache, nämlich Dart, lernen. Und das komplette Framework, nämlich Flutter, muss man auch lernen. Und das ist abschreckend. Das macht nicht unbedingt Spaß und wirklich nativ sind diese Apps dann ja am Ende oftmals auch nicht. Also ja, sie sind nativ, aber halt nicht so nativ, wie es mit Kotlin oder Swift wäre. Und das möchte Lynx, das Framework, ganz gerne fixen, inklusive all dem, was drumherum ist, nämlich vor allem der Geschwindigkeit. Eine hohe Priorität liegt auf First Frame, das heißt das First oder Instant First Frame, IFR haben sie es genannt. Das heißt, das erste Frame muss sofort im besten Fall angezeigt werden und dann werden irgendwelche Daten geholt, die sehr, sehr schnell da sein sollen. Und ich habe das Ganze jetzt mal getestet. Ich habe eine App entwickelt, die ist jetzt nicht im Play Store oder sowas, aber ich wollte einfach mal wissen, wie ist dieses Framework, was kann man damit alles tun? Ich habe mich so ein bisschen reingearbeitet und will euch heute mal meine Erfahrungen mitteilen dabei. Das Ganze ist tatsächlich sehr leicht und sehr schnell machbar, also eine Entwicklungsumgebung ist sehr schnell machbar und ist auch schon tatsächlich in der Praxis bei vielen Apps von ByteDance im Einsatz. Also TikTok Studio ist wohl komplett in Lynx geschrieben und auch einige Teile von der TikTok-App sind, also die Suche zum Beispiel oder diese internen Apps wie Disney 100, ich bin nicht oft auf der Seite oder auf der App, aber ja, die sollen wohl auch alle damit gemacht sein. Und fairerweise, das ist ziemlich cool, denn ich kann wohl auch Lynx in eine bestehende Android-App reinpacken. Das heißt, ich kann das einfach da drin benutzen. Es ist also nicht nur ein Framework, sondern auch ein Add-on, wenn ihr so wollt. Und ja, der erste Setup-Entwurf ist super, super einfach. Also ihr baut mit RSpeedy das Fundamentprojekt sozusagen. Was RSpeedy ist, kommen wir gleich noch dazu. Dann geht ihr rein, installiert die Abhängigkeiten mit NPM, ganz normal mit dem Node Package Manager und dann könnt ihr NPM Run Dev machen und jeder Webentwickler wird hier frohlocken, möchte man sagen, denn es ist super einfach. Also das alles. Das ist eine Toolchain, das sind Werkzeuge, mit denen arbeitet jeder Webentwickler permanent. Da gibt es quasi keinen Weg mehr drumherum. Und im Grunde genommen muss man auch sagen, dass Lynx eigentlich eine Spezialversion von React ist. Es schreibt sich ziemlich wie React. Es hat ein paar Feinheiten, die wir natürlich in React nicht haben, weil es für App-Entwicklung gedacht ist. Und dementsprechend ist es relativ schnell erlernt und ein relativ einfaches Handwerk. Ich habe das Ganze auch mal für euch gefilmt. Und wie gesagt, der Prozess ist relativ einfach. Ihr könnt euch auch entscheiden, ob ihr zum Beispiel TypeScript oder JavaScript benutzen wollt. Und ihr könnt euch sogar entscheiden, welchen Linter ihr benutzen wollt. Und anschließend habt ihr einfach diese App da und könnt npm install ausführen. Geht ziemlich schnell. Und dann habt ihr im Endeffekt alle Abhängigkeiten, die ihr braucht. Wichtig ist allerdings, dass ihr eine Node-Version von 18 oder höher habt. Das sollte eigentlich sowieso jeder haben. Und ja, dann könnt ihr das schon laufen lassen. Und wenn ihr es laufen lasst, dann bekommt ihr lustigerweise so einen wunderschönen QR-Code in eurem Terminal, den ihr dann scannen könnt mit eurem Smartphone und dort wird dann die App ausgeführt. So, jetzt läuft auf diesem Bundle hier, läuft ja an sich nicht direkt eine native Android-App. Das heißt, wir brauchen einen kleinen Workaround, damit wir das Ganze auf Android oder auf iOS wirklich zum Laufen bringen können. Das ist erstmal nur das Bundle, das wir dann sozusagen ausführen wollen. Das wird dann live übertragen auf unser Mobilgerät. Das heißt, die App läuft nicht in einem virtuellen Gerät, sondern wirklich auf eurem nativen Mobilgerät und da könnt ihr dann einfach alles testen, was ihr eben machen wollt. Und ja, ich habe das auch mal für euch mitgenommen. Ihr braucht nämlich zum Ausführen lokal auf eurem Smartphone im Grunde genommen dieses Tool hier. Das ist schon direkt auch verlinkt. Das ist in der Anleitung als QR-Code drin, damit ihr es mit dem Handy scannen könnt und dann direkt installieren könnt. Und wie gesagt, das ist der Lynx Explorer. Es ist eine normale App, es ist eine APK, es ist nicht im Play Store oder im App Store und es geht nur unter Android. Unter Apple müsst ihr einen anderen Workaround machen, damit ihr da auch diese Apps drauf laufen lassen könnt. Aber da ich kein iOS-User bin, ich habe keine Ahnung davon. Dementsprechend werde ich euch den Android-Weg hier zeigen müssen. Im Grunde genommen, Lynx Explorer ist eine App, die ihr als APK runterladen könnt. Das ist diese hier, Lynx Explorer Release APK.
Und die installiert ihr dann bei euch auf dem Android-Gerät und das ist dann wie eine Art Launcher, mit dem ihr diese Anwendung, die ihr entwickelt habt, mit Lynx ausführen könnt. So, und ja, das Ding ist auch tatsächlich auf GitHub, ist es nicht irgendwie Closed Source oder sowas, man kann das wirklich komplett auch selber, wenn man möchte, kompilieren und bei sich dann installieren. Also da, ja, da ist auf jeden Fall alles da. Und genau, wenn man das dann ausführt, das ist der Lynx Explorer, da kann man dann entweder hier oben über diesen, ich zeige es euch nochmal ganz kurz, über diesen Scanner hier, den QR-Code-Scanner ausführen, oder man gibt halt wie ein Dulli, weil ich es vorher nicht gefunden habe, die URL selber ein und dann bekommt man diese App. Und das ist eure Lynx-App, die ihr dann lokal entwickelt habt. Das heißt, das ist live gestreamt von meinem PC über diese URL mit dem Bundle drin. Und die sind auch tatsächlich verknüpft. Und das heißt, wenn ich jetzt da was ändere, das zeige ich euch gleich noch, dann bekommt ihr diese Änderung auch direkt da rein. Und das ist eine voll funktionsfähige App. Die sieht auch aus, als wäre sie eine native Android-App. Und mit dem könnt ihr eigentlich alles machen. So, und wenn ich jetzt hier was ändere, ich habe, wie gesagt, das Ganze mal für euch gefilmt und hier zum Beispiel was anderes eingebe, das ist einfach nur der Text unten hier, und den zum Beispiel verändere auf Subscribe to Morpheus, was ihr übrigens tun solltet, selbstverständlich, dann wird mir das auch direkt, also mit ein klein bisschen Verzögerung, so 0, ein paar Sekunden, wird mir diese Änderung auch wirklich in meiner Development-Umgebung angezeigt. Das heißt, ich entwickle wirklich auf meinem Smartphone und habe eigentlich hier eine Live-Connection. Debugging hingegen ist nicht darüber möglich. Sofern es funktioniert, ja, habt ihr nicht wirklich die Möglichkeit, da groß irgendwas zu machen. Ihr könnt eigentlich nur sehen, was passiert ist und dann mit dem Feedback und auch den Bugs, die ihr in der App angezeigt bekommt, nicht in eurer lokalen Umgebung, könnt ihr dann tatsächlich das Ganze ausprobieren. Und fairerweise, das ist eine wahnsinnig schnelle Möglichkeit, um zu debuggen. Also wenn ich mir überlege, wie viel Aufwand das eigentlich ist, sein Smartphone in Development-Modus zu versetzen, dann an PC anzuschließen, dann über USB zu debuggen oder auch über den Wi-Fi-Code zu debuggen, den man ja in Android Studio hat, da geht das hier sehr viel locker flockiger von der Hand. Ich habe sehr viel länger gebraucht, um mein Android Studio aufzusetzen. Dafür hatte ich dort dann aber natürlich auch eine richtige Entwicklungsumgebung mit allem drum und dran. Und das geht bei Lynx auch. Aber das schauen wir uns sofort an. Zunächst einmal, das hier ist die App, die ich damit entwickelt habe. Das ist im Grunde genommen ein billiges Kanban-Board. Wie gesagt, ich weiß, das ist keine vollständige App. Das ist nicht mal 1000 Zeilen gewesen. Das war einfach nur eine Demo für mich, um zu gucken, was kann ich damit relativ schnell machen. Und das hier habe ich mit der Dokumentation innerhalb von nicht mal eine halbe Stunde gemacht gehabt. Ich kann die Tasks da drin auch verschieben. Ich kann da auch Sachen reinfügen. Nicht, das war verbuggt, sorry. Aber ich kann sie editieren. Und da seht ihr auch direkt, wie so ein Bug aussieht. Wenn ich einen Fehler bekomme, dann sehe ich den auch direkt in der App und dann sehe ich hier unten drin, aha, Reference Error Prompt is not defined. Das war im Endeffekt ein Fehler, den ich eingebaut hatte. Und dann müsste ich jetzt quasi hergehen und müsste das erstmal in meiner Entwicklungsumgebung finden. Wobei das schon machbar ist. Da steht auch direkt die Zeile dabei. Das heißt, ich weiß, wo ich suchen muss. Also alles in allem schon mal eine relativ schnelle, solide Umgebung für die Entwicklung von quasi allem. Und wo wir es ganz kurz von mobilen Apps haben, ich kann euch meine App empfehlen. Die ist zwar nicht mit Lynx geschrieben, sorry, ich weiß, dafür entwickle ich sie selber komplett mit Flutter, ist auch Cross-Plattform dementsprechend, das heißt, ihr findet sie hier bei Apple und hier hinten bei Android und könnt die dann einfach installieren. Das ist ein Newsreader im Grunde genommen. Das heißt, Nachrichten, so wie ich sie gerne hätte. Und ich entwickle gerade noch ein paar andere Features und ich bin fairerweise auch gerade an einem kompletten Rewrite dran, weil ich die Architektur geändert habe, weil ihr mir ein paar Bugs gemeldet habt, wie zum Beispiel, sie startet langsam, wo wir bei den Vorteilen von Lynx sind. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich das Rewrite in Lynx machen soll. Aber anyways, ich mache das gerade komplett nochmal von vorne, damit die App auch euer komplettes Feedback noch mit drin hat. GrapheneOS geht aktuell noch nicht und es gibt ein paar Schwierigkeiten mit dem Startups zum Beispiel, aber alles andere, das Ding ist ein wunderbarer Newsreader, auch jetzt schon. Die Nachrichten, die ihr dort bekommt, sind eben Kurzzusammenfassungen mit Quelle, mit Teilfunktion, mit später Lesen-Funktion und wirklich, ich glaube, ein wertvolles Add-on, sodass man sich nicht mehr durch diese ganzen Clickbait-Artikel durchlesen muss, weil das haben wir weg. Plus, vor allem, dadurch, dass es ein RSS-Reader im Grunde genommen ist, haben wir ein festes Ende. Das heißt, irgendwann haben wir alles gelesen und wir können nicht nochmal zum Beispiel den Google Newsfeed
aktualisieren oder bei TikTok noch 20 Videos weiter suchen und dann potenziell nochmal weitere News finden, weil die vielleicht noch zu uns passen. Nein, es gibt ein festes Ende, das heißt, man verbringt nicht mehr unendlich viel Zeit mit Nachrichten lesen, die vielleicht gar nicht relevant sind, nur weil irgendein Algorithmus das denkt. Ich finde das Projekt wirklich wichtig und wie gesagt, ich nehme super gerne euer Feedback noch mit und ich schreibe das Ganze gerade auch nochmal from scratch, komplett neu, damit ich die Architektur sinnvoll neu machen kann, weil das Ganze auch wieder mittlerweile ein bisschen arg überkomplex geworden ist. Wie gesagt, Updates an der Architektur sind ein anderes Thema. Aber ja, ich will euch aber auch noch was ein bisschen zu Lynx erzählen. Und zwar, Lynx ist wie gesagt Cross-Plattform und trotzdem kann man auch native Module ausführen. Das heißt, ihr könnt nativen Swift oder Kotlin-Code schreiben und dann Lynx einbetten, wenn ihr das wollt. Oder andersrum, diesen nativen Code in Lynx einbetten. Gleichzeitig haben wir einen sehr, sehr bekannten Stack, nämlich HTML, CSS und JavaScript. Schauen wir uns gleich nochmal genauer an, wie das aussieht. Und wir haben eine eigene Engine. Generell, wir haben eigene Bestandteile, die stark optimiert sind. Also Prim.js ist wirklich auch von ByteDance entwickelt. Das ist die Engine, die da hinten dran läuft. Und die hat 2 Threads. Diese 2 Threads sind quasi optimiert, damit sich für den User immer alles flüssig anfühlt. Das heißt, es gibt einen Vordergrund-Thread, der für die grafische Oberfläche ist. Das heißt, wenn ihr irgendwo hin swiped oder irgendwas drückt, dann wird das sofort ausgeführt mit privilegierten Rechten. Das heißt, also nicht privilegierte Rechte in dem Sinne, aber er hat Vorrang über alle anderen Tasks oder Threads, die er erstellt. Das heißt, die UI, also das, was man sieht als Benutzer, ist niemals blockiert. Dadurch fühlt es sich immer flüssig an. Klar kann mal passieren, dass wir so ein Lade-Icon bekommen oder sowas und dann wird im Hintergrund quasi Information geholt und dann angezeigt, aber die grafische Oberfläche blockiert nicht. Und das ist extrem wertvoll. Das ist cool. Das macht das wirklich sehr, sehr gut. Und gleichzeitig haben wir einen Background Runner oder Background Runtime heißt das bei denen, die im Hintergrund sozusagen Informationen von einem Server holt und dann dort ausführt. Die blockiert aber, wie gesagt, unser Frontend nicht. Also die blockiert nicht, wie das Ganze ausgeführt wird. Dadurch fühlt sich das sehr, sehr flüssig an. Und das kann ich auch so bestätigen. Sowohl meine eigene Kanban-App da, als auch alles, was ich irgendwie ausprobiert habe. Es gibt ein paar Demo-Apps, die man auch ausprobieren kann. Die fühlen sich auch alle sehr, sehr flüssig an. Das ist der Code oder ein Beispiel von dem Code. Das ist wirklich das, was man am Anfang bekommt. Und für die Leute, die vielleicht mal Webentwicklung gemacht haben, das sieht wirklich aus und es ist im Grunde genommen auch React. Das Ganze basiert ja auf React, beziehungsweise genauer gesagt auf React Lynx. Das ist eine eigene Version von React. Und ja, wir können hier tatsächlich sagen, hey, wir wollen hier zum Beispiel eine View haben. Wir wollen hier die View-App haben, dann einen Banner haben, da drin wollen wir ein Logo haben und dann wollen wir hier, wenn wir draufklicken, wollen wir ein anderes Logo drin haben. Das ist im Grunde genommen das hier. Hier haben wir diesen Const on Tab. Das ist quasi, wenn man draufklickt, dann mach was und zwar Set Alter Logo. Und das ist im Grunde genommen diese Funktion hier, Alter Logo. Und hier sagen wir einfach, hey, wenn wir es nicht, also der Standard ist eben Alter Logo und hier binden wir diese Funktion drauf und das ist entweder dieses Logo React oder Logo Lynx und wenn wir draufklicken, wechselt das halt. Gleichzeitig haben wir danach noch einen Text mit React und dann einen Subtitle mit On Lynx und dann haben wir hier unten noch ein bisschen weitere Text bzw. ein Bild mit einem Pfeil drauf und das war es eigentlich auch schon. Das heißt, im Grunde genommen ist das genau so, wie wir es erwarten würden von einer ganz stinknormalen React-App. Nichts, was irgendwie wirklich neu gelernt werden muss, so wie man eigentlich schon immer React geschrieben hat und womit man halt auch vertraut ist. Und das ist ein riesiger Selling Point, wenn man plötzlich seinen Entwickler nicht in einem neuen Framework auch noch schulen muss. Was den Design, achso, genau, das wollte ich euch sagen. Was das Design angeht, das ist, wie gesagt, auch ganz stinknormales CSS. Das ist nichts Besonderes, ihr könnt die Farben einstellen, ihr könnt Transparenzen einstellen, irgendwelche Schatten einstellen, Border einstellen, alles so, wie wir es auch schon kennen, mit all den Funktionen, die eben CSS auch schon hat. Auch das ist nichts, was ein Webentwickler neu lernen muss und womit man irgendwie vertraut werden muss. Und das macht das wirklich sehr, sehr viel besser als beispielsweise jetzt ein Dart Flutter. Dafür muss man neue Entwickler haben, dafür muss man nochmal neu was entwickeln. Und ja, im Grunde genommen sehr, sehr cool. Anschließend natürlich einmal ganz kurz die Komponenten betrachtet, weil wir müssen als Entwickler uns ja nicht nur damit auseinandersetzen, hey, kommen wir da irgendwie rein, sondern was ist eigentlich im Hintergrund, was läuft da? Und man muss sagen, dass diese Komponenten, die hier verwendet werden, soweit ich weiß, alle eigene Versionen von etwas sind, die irgendwo anders zum Einsatz kommen. Das heißt, ByteDance hat das alles nochmal customized und alles nochmal angepasst, sodass es für Lynx
optimiert ist. Wir fangen an mit RSpeedy. RSpeedy haben wir kennengelernt zum Initialisieren. Das heißt, npm create RSpeedy bei latest ist im Grunde genommen der Starter für euren Code. Das heißt, der generiert erstmal euren Code. Und das ist ein Bundler, der auf Basis, ihr habt den Rechtschreibfehler nicht gesehen, auf Basis von RSpec basiert. Der ist auch jetzt Rust-basiert, das heißt dadurch natürlich auch nochmal ordentlich schnell, ne? Ihr kennt ja Rust. Und gleichzeitig Webpack-kompatibel, das heißt all die Pakete, die wir zum Beispiel von npm oder sowas benutzen wollen, können wir da auch in den allermeisten Fällen reinpacken und eben auch dieses Live-Reloaden ist gar kein Problem. Also RSpeedy, ich hatte keine Probleme damit, ich bin aber auch nicht komplett tief reingegangen und ich habe nicht irgendwelche seltsamen Sachen oder so probiert. Ich habe auch zum Beispiel jetzt keinen 3JS probiert, das wäre noch was man machen könnte. Aber hat bei mir sehr, sehr gut funktioniert und ja, ist optimiert eben für Lynx auch nochmal. Prim.js ist eine JavaScript-Engine, die haben wir schon mal ganz kurz angesprochen, die ist nur für Lynx da, basiert aber auch wieder auf etwas, was es schon gibt, und zwar Quick.js. Quick.js kennt vielleicht der eine oder andere, ist auch eine ziemlich beliebte Engine eigentlich, oder? Ich weiß nicht, was ihr dazu meint. Ich fand sie immer ganz gut. Und hat vollen ES 2019 Support, das heißt auch eine, ja, was heißt neue Version, 2019 ist jetzt auch schon wieder ein bisschen, ja, aber nicht gerade eine alte Version von JavaScript, die wir verwenden können. Selbstverständlich könnt ihr auch TypeScript benutzen. Und wir haben in Prim.js, anders als in Quick.js nochmal, einen eigenen Garbage Collector drin. Da haben sich die Entwickler einfach gedacht, hey, lass das mal nochmal neu machen und lass das nochmal besser machen und haben dann auch noch gleichzeitig ein paar Optimierungen reingepackt. Ich erspare euch die Details zu den Optimierungen. Die sind umfangreich und kompliziert gewesen. Brauchen wir aber eigentlich auch nicht wissen. Es funktioniert ziemlich gut. Und dann haben wir, weil ich auch schon gesagt habe, das Debuggen in der App ist ein bisschen schwierig. Wir haben ein Lynx Dev-Tool, das wir noch zusätzlich verwenden können, aber nicht müssen. Das, was ihr in der App gesehen habt, das war das der Lynx Explorer. Und der Lynx Explorer, der hat im Grunde genommen nur die Möglichkeit, die Apps auszuführen. Wenn halt ein Fehler auftritt, dann kriegt ihr unten so eine kleine Fehlermeldung, wie wir es gesehen haben. Im Lynx Dev Tool, das ist ein elektronbasierter Debugger. Das heißt, ihr könnt tatsächlich euer Smartphone via USB anschließen und dann den Debugging-Modus starten, so wie wir es beispielsweise von Android Studio kennen. Und dann bekommt ihr auch die Möglichkeit, konkret Code beispielsweise zu pausieren und so weiter und so fort. Das geht mit dem Lynx Dev Tool. Ist aber nochmal natürlich ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen invasiver und wenn man einfach so eine schnelle Entwicklung machen möchte, reicht es wahrscheinlich, wenn man es ohne macht. Ich habe es nicht benutzt, bin ich ehrlich, aber ja, es gibt es. Es ist noch nicht komplett in das Entwicklungsumfeld beispielsweise von einem Android Studio mit integriert. Und da kommen wir aber auch gleich noch dazu. Denn, also fairerweise, ich muss sagen, ich habe hier ein bisschen ausprobiert. Was kann man machen? Wie aufwendig ist das? Und wie leicht kommt man eigentlich da rein? Ich entwickle Apps normalerweise, wenn ich sie Cross-Plattform machen möchte, mit Flutter. Weil Flutter natürlich genau dieses Glied ist, was man braucht. Man möchte, oder ich möchte nicht für Android und für iOS jeweils eine eigene App entwickeln müssen. Und wenn man dann gleichzeitig auch noch, und das kann man bei Flutter, für Web und für Windows, Linux und macOS entwickeln kann, dann ist es ein riesiges Argument. Und genau dieses Argument nimmt jetzt hier Lynx und sie haben auch tatsächlich geschrieben, sie inspirieren sich quasi von Flutter, wollen aber das Ganze nochmal ein bisschen besser machen. Und zwar mehr zugänglich für Leute, die mit Webentwicklung Erfahrung haben. Oftmals ist da auch einfach React dabei. Und das macht absolut Sinn. Es macht Sinn, ein technologisches Fundament zu nehmen, das viele schon kennen und das dann einfach noch funktionaler zu machen für andere Menschen. Also quasi auch noch für Web- und App-Entwicklung. Und das ist cool. Was mir noch fehlt, ist, also ich meine, der Zugang ist super, super einfach. Aber was mir noch fehlt, ist ganz konkret die Integration natürlich in sowas wie Android Studio. Deswegen benutze ich es jetzt auch nicht für den Rewrite von meinem Morph-Reader. Wenn es im Android Studio drin ist und ich quasi sagen kann, hey, führe das mal auf meinem virtuellen Gerät aus, führe das mal hier drauf aus und lass mich direkt debuggen und gleichzeitig benutze mal bitte noch diese und diese und diese und diese Bibliothek, die ich dann auch verwenden möchte und die sind dann auch einfach kompatibel für das, was ich machen möchte. Ich glaube, dann hat Lynx tatsächlich ein riesiges Potenzial, das Ganze zu machen.
Was wir jetzt gerade haben, ist ein brandneues Tool, für das es natürlich noch keine große Community gibt, für das es natürlich noch keinen breiten Support gibt. Aber der wird wahrscheinlich kommen. Ich meine, das ist jetzt kein kleiner Hersteller, das ist halt ByteDance, ne? Das ist TikTok. TikTok ist eine der wahrscheinlich meistgenutzten Apps überhaupt momentan und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass hier der Support auch in Android Studio und so weiter kommen wird und dass das immer mehr auch Verbreitung finden wird. Ich kann auch komplett verstehen, warum. Was ich euch empfehlen kann, ist, wenn ihr darauf Bock habt, wenn ihr beispielsweise Webentwickler seid und ihr wollt anfangen, für Mobile auch zu entwickeln, native Apps zu entwickeln, die dann auch wirklich auf Mobile-Geräten laufen, man sie installieren kann, ganz normal, dann probiert das super gerne aus. Der Vergleich zu React Native liegt allerdings natürlich auch nahe. Aber von React Native grenzt sich Lynx eigentlich ziemlich deutlich ab, weil sie eine schnellere und effizientere Implementierung von ihrer Architektur haben, nämlich diese 2-Thread-Architektur, die ihr ja gerade schon gesehen habt. Während React Native ist ja im Grunde genommen also das arbeitet sehr viel mit Bridges und nicht wirklich ultra performant. Weswegen, also sorry, falls ich da jetzt irgendjemand zu nahe trete, ich habe noch nicht so viele Apps gesehen, die mit React Native geschrieben wurden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist. Flutter wiederum ist, Dart Flutter ist jetzt nichts, was allzu beliebt ist, wenn man Webseiten entwickelt, weil es einfach dafür auch nicht gedacht war. Und Lynx hat jetzt irgendwie so ein bisschen beides verheiratet, wenn man so möchte. Ich glaube, dass das tatsächlich ein sehr, sehr spannender Ansatz ist, der aber natürlich auch ganz einfach direkt in Flutter umgesetzt werden kann oder in Dart oder auch ganz einfach in React Native umgesetzt werden kann, wenn man die Architektur überarbeitet. Das geht schon. Man muss nur überlegen, ob das halt machbar ist. Aber alles in allem auf jeden Fall ein Framework, das wir im Auge behalten sollten. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder im Cyberspace. Ciao.